Lebenselixier, der Kaffee, gleich ist er fertig. Jetzt laufen wir Paul hinterher, der zeigt uns den Weg zur Kirche. Wie rasend ich verliebt sei, das wusste sie genau. Stets lachte mir ihr Angesicht, doch was ich wollte, tat sie nicht. Mein Liebchen war aus Leipzig, Arbeitsstätte. So weit muss der Kaffee jeden Tag. Und wo sonst ein Altar bzw. ein Taufstein und ein Ambo steht, stehen jetzt Mikros und Pulte. Christopher, wink einmal. Christophers Zuhause. Christophers Höhle. Immer im besten Moment. Natürlich, bei der Arbeit. Und sperrt man mich ein in finsteren Kerkern. Christophers Strophe. Guten Morgen, liebe Campingfreunde. Ja, wir sind jetzt hier also endlich am letzten Tag unserer Aufnahmen. Es war ein harter Prozess, aber ein sehr erfolgreicher, wie ich finde. Einen wunderbaren, frohen Sonntagmorgen heute hier aus Gundorf. Wir haben es fast geschafft. Wir sind am letzten Tag unserer Aufnahmen. Der Gottesdienst hier ist jetzt gerade vorbei. Drin wird fröhlich aufgebaut. Eine Tätigkeit, bei der unser Tonmeister immer sehr achtsam ist mit den äußerst teuren Mikrofonen, weshalb wir hier draußen stehen dürfen und reden sollen. Und das ist die Ausrede dafür, dass wir nicht helfen. Heute stehen noch mal ein paar Klopper an, wenn man das so sagen darf. Aber es sind tatsächlich nur noch 2 ganze Stücke und das war noch Bobs und Pieces von 3 weiteren Stücken. Also sowas wie Melodien, tiefe Töne und sowas, was am Sonntagmorgen besser geht, als wenn man bereits 15 Stunden aufgenommen hat. So viel haben wir noch nicht aufgenommen am Stück. Paul, du darfst ja nicht lachen. Wie mache ich denn das sophisticated? Nein, also einfach Hast du nicht hier weniger. Einfach ein bisschen weniger. Ja, aber wenn das klappt, finde ich das ganz cool. Wir stehen jetzt hier hinter der Kirche. Unter anderem, weil, also eine Begebenheit muss man doch erzählen. Wir sind ja jetzt hier in Gundorf, weil das hier so schön ruhig ist. Vom Wind abgesehen, ich vermute, das wird ganz furchtbar sein gerade, tontechnisch. Das sah schön aus. Ja. Also eigentlich ist es hier auch wirklich sehr ruhig. Nur liegt hinter uns direkt das Schloss Gundorf. Und dann hier Pferdestellen. Und da liegt das Problem. Hier, Ich glaube, es steht. ja, Pferde stehen. Aber ich meinte, das Problem liegt darin begründet, dass diese Pferdestelle gemistet werden und da ein junger Mitarbeiter auf einem Unimog Strohballen hin und her fährt und mit diesem motorisierten Gerät hier mal durch den Stall durchfährt. Und das Problem ist, dass der Motor das gut zu hören ist. Als so ein Grund. Und dieses Grund hat man halt dann auch auf der Aufnahme. Und dann hat man also das Problem, dass man das auf den Aufnahmen hat. Und wenn man dann also einen Schnipsel von der einen mit Summen hat und einen Schnipsel ohne Summen, dann fällt das auf der Aufnahme auf. Das heißt, wenn so ein Summen ist, können wir nicht aufnehmen. Mein Liebchen war aus Leipzig, Herr Jesses ein Duell.
Ich sprach zu ihr mal abends, setz ich in Hör und Schau. Wir halten mal Hochzeit auf meine schwüre Trau. Drum lösch du aus, dass du ein Licht, du wirst schon sehen, was geschieht. Mein Liebchen war aus Leipzig, Jesus sei nur eben. Wir bedanken uns also an dieser Stelle ganz herzlich bei Kammersänger Martin Petzold, der hier sich heldenhaft für uns eingesetzt hat, dass wir aufnehmen dürfen und der damit das Verhandlungsgeschick mit der Kirchgemeinde hervorragend unter Beweis gestellt hat. Ja, die Liebe hat bunte Flügel, solch einen Vogel zähmt man schwer. Halte fest sie mit Band und Zügel, wenn sie nicht will, kommt sie nicht. Da